Willkommen zurück, Freunde. Merhaba und hallo und moin, whatever. Ja, Arda Güler ist zum besten Spieler gewählt worden, beziehungsweise zum besten mit dem besten Entwicklungssprung in der Champions League gemacht worden. Yes, wie ich schon sage, Arda Güler ist einfach top. Und ich denke mal, wir gehen einfach mal rein hier. Ja, da seht ihr es wirklich. Und das hatte übrigens Real Madrid gepostet. Ja, der Spieler mit den oder sage ich mal, besten Entwicklungssprung. Ja, ja, es ist nicht alles gibt, ne, aber ich würde schon fast behaupten, dass er mit einer der besten Spieler überhaupt in der Champions League war. Und da muss ich nicht die Real Madrid-Brille aufhaben, da muss ich auch nicht die Arda Güler-Brille aufhaben. Ja, ich bin Arda Güler-Fan, aber schon seit Fenerbahce. Und ich bin natürlich seit eh und je sehr lange Real Madrid-Fan. Aber oder ihr wisst das ja, vor allen Dingen meine Freunde aus der Türkei, wir haben so oft schon darüber geschrieben und gesprochen, dass ich einfach das sehe seit Fenerbahce, was dieser Junge drauf hat. Und ich muss schon sagen, dass er bei Fenerbahce im Endeffekt schon fast, ja, ich würde nicht sagen besser, aber er war natürlich auf seiner Position. Man konnte so das Potenzial richtig sehen und hat auch viel mehr Abschlüsse gemacht als natürlich bei Real Madrid. Man muss aber ein bisschen auch, sag ich mal, easy, ruhiger bleiben. Das ist Madrid. Real Madrid und nicht Fenerbahce. Und wenn es um türkische Mannschaften geht, habe ich ja auch schon mal gesagt, tut mir leid an Besiktas oder an Galatasaray, da bin ich dann für Fenerbahce schon seit langem oder eigentlich seit immer. Aber ja, jeder hat so seine Mannschaft. Also wenn ich denn eine Mannschaft aus der Türkei habe und Arda kommt eben von dort und ja, hat da, sag ich mal, bessere Abschlüsse gemacht und so weiter und so fort, die natürlich bei Madrid, das ist eine ganz andere Liga. Da muss man sich auch mal erstmal beweisen, das hat er gemacht. Aber sage ich mal, man muss sich auch trauen, da abzuschließen. Bei Fenerbahce hat ihn das keiner angekreidet. Er war einfach Ader, er hat top gespielt und Punkt. Aber bei Real Madrid, das ist mehrere Stufen höher. Das ist einfach so, ohne Fenerbahce klein zu reden. Darum geht es nicht. Aber erstmal, vielleicht durfte er auch gar nicht immer abschießen, ne, aus der zweiten Reihe, was ich ja immer gesagt habe, schieß doch mal. Ich glaube einfach, er durfte das nicht oder sollte das vielleicht auch nicht. Ne? Bei Ancelotti, bei Alonso und auch bei Arbeloa, das ist immer so. Aber oder ich finde es cool, dass er sich durchgesetzt hat und ja zum besten Entwicklungsspieler jetzt der Champions League gewählt worden ist. Ja, was es nicht alles gibt, was für Auszeichnungen es nicht gibt. Aber es ist egal, es gibt sie und Arda Güler hat sie bekommen. Das freut mich für den Jungen. Und ja, wenn man mal jetzt vorausschaut und weiterschaut, ja, kann das für ihn ja nur, sage ich mal, wenn er die Auszeichnung bekommen hat, ist es doch positiv für ihn und die WM. Und ich denke, er wird auch einen großen Teil, das habe ich ja schon in meinem Video, mein drittletztes Video habe ich ja schon über ihn, ich habe ja gesagt, schaut euch gerne das Video an, das Gesicht vielleicht der Türkei werden, auf jeden Fall. Natürlich nicht nur er, da spielen ja auch noch andere gute Spieler, aber sorry, ähm, er wird trotzdem einer derjenigen werden oder eventuell sogar der Spieler der Türkei. Gehe ich schon fast von aus. Natürlich ist Kenan Yildiz, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen will das nicht mal falsch aussprechen. Ich glaube, ja, ist ja auch noch da und der ist natürlich auch gut. Auch dort habe ich ein Video drüber gemacht, mein letztes. Und den hätte ich oder würde ich gern bei Real Madrid sehen. Aber der Kampf ist eröffnet, habe ich gehört. Wer weiß? Wer weiß, ob das passieren kann. Wenn Real ein bisschen nachdenkt, allerdings, er hat natürlich wieder dieselbe Position wie viele andere von uns da vorne. Ja, was soll ich dazu sagen? Ach, es ist so schwierig. Es wird schwierig, die Transferpolitik und was jetzt kommt. Ich bin gespannt, was überhaupt wird und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, mich hat das gefreut, wo ich das heute gelesen habe. Tatsächlich habe ich das sogar aus der WhatsApp-Gruppe bei Real Madrid. Da bin ich natürlich auch drin, logischerweise. Und da kriegt man das einfach am schnellsten mit. Also wenn ihr Bock habt, als Real Madrid-Fan solltet ihr mal in die WhatsApp-Gruppe gehen. Da kriegt ihr dann das alles schneller, wenn ihr nicht bei Instagram, Facebook oder whatever immer sehen wollt. Hier natürlich bei YouTube, klar. Da solltet ihr gucken, bei mir vor allen Dingen, ne, damit ihr das hier bekommt. Und das Update über Arda Güler, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, ich werde noch in ferner Zukunft viel über die türkische Nationalmannschaft reden, beziehungsweise über Arda Güler natürlich, Kenan Yildiz etc. pp.
schon für meine türkischen Freunde und weil mich auch bevor das allgemein interessiert, das ist sehr interessant. Und, ja, durch meinen, türkischen Freund seit eh und je. Dementsprechend, ist das einfach so und ich bin damit im Endeffekt schon, ja, ich will nicht sagen groß ge ja, also über zig Jahre, 20 Jahre mit Fenerbahce und, durch meinen türkischen besten Freund habe ich das einfach so mitbekommen und dementsprechend, ja, da haben wir schon lange über Arda Güler gesprochen. „Denkt an meine Worte“, hat er zum Beispiel mal gesagt. „Das wird mal einer, der wird mal“, ja, und ich habe wenn man ihn beobachtet hat, konnte man das sehen. Und, am Anfang habe ich so ein bisschen man ist aber so bei türkischen muss ich ja euch sagen, das könnt ihr mir bestimmt, auch aus der Türkei, meine Freunde, könnt ihr mir bestimmt zustimmen. Es gab so gute türkische Spieler schon, aber man hat sie zu schnell, sage ich mal, gelobt. Das geht ja sehr schnell und dann ist das Problem, dass der Druck zu groß wird und dann, ja, sind sie nach unten gefallen, beziehungsweise leider auch Verletzungen und dann 'ne Verletzung, ich hoffe ja bei Arda Güler, Kenan Yildiz und so weiter, dass das nicht passiert, weil bis jetzt bei den vielen türkischen Spielern ist das passiert durch 'ne Verletzung und dann ist immer das Problem, dass, man leider nicht mehr auf dem Niveau, gespielt hat, wie es mal war. Und das ist dann immer sehr, sehr schade, finde ich persönlich. Das hoffen wir natürlich, dass das bei Arda Güler, ich bin ja froh, dass er fit ist, aber wenn man sich überlegt oder anschaut, wie der Junge trainiert, was er für einen Körper hat oder hatte auch vor allen Dingen, ne? Habt ihr das mal beobachtet in der kurzen Zeit? Und das sind Muskeln, da ist nicht viel, da ist nichts mit nachgearbeitet. Er hat schon gut an sich trainiert. Das ist ein stabiler Junge geworden, das wird immer besser. Das sieht man auch an Cristiano Ronaldo, da gibt's nicht so viel Verletzung. Wenn er so das Gen so 'n bisschen hat, dass er nicht so leicht verletzbar sein wird kann, dann ist das für ihn positiv und das hoffe ich natürlich für ihn und, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ne, schreibt mal schön rein, was ihr davon haltet und was ihr von dieser Auszeichnung von denen haltet. Ich habe das irgendwie aufgeschrieben, da gab's schon, ja, es heißt nicht unbedingt, dass es jetzt der beste Spieler ist. Das kann man ja sehen, wie man will. Aber wie gesagt, der Entwicklungssprung hat er am besten, sagen wir, den größten hat er gemacht. Ich finde das immer so ein bisschen ist das jetzt eigentlich, ja, es ist eine Auszeichnung, aber ist das jetzt wirklich eine tolle Auszeichnung? Natürlich hat das Real Madrid gepostet, aber den größten Entwickler, da kann er sich auch, also, das weiß er selber, das wissen viele, das sollte die ganze Welt schon wissen. Aber gut, lassen wir das so stehen. Ist ja gut, das hätte ja auch jemand anders sein können. Ich meine, darunter fällt auch im Endeffekt Lamine Yamal. Der ist ja noch jünger sogar als er. Also, dann kann man das wieder so sehen, dass es vielleicht doch 'ne gute Auszeichnung ist, aber im Endeffekt weiß er und jeder das selber. Und ich würde schon sagen, er ist mit einer der besten, Spieler überhaupt mit in der Champions League gewesen, wenn man sich überlegt, seine Torvorlagen beziehungsweise die ganzen Aktionen, die zum Tor oder überhaupt zu Torchancen geführt, worden sind, ist ja klar, das sind sehr viele gewesen, sogar die meisten, glaube ich, deswegen wir ihn noch ganz Europa haben. Ne, er ist sehr beliebt aktuell, da werde ich aber noch was 'n separates Video zu machen. Ja, dementsprechend, ja, Arda Güler zum, erfolgreichsten oder besten Spieler gewählt worden der Champions League mit dem besten, ja, wie gesagt, Sprung, Energiesprung, Powersprung, was für 'n auch immer für 'n Sprung, was für 'ne Auszeichnung. Auf jeden Fall, ja, es ist trotzdem eine Auszeichnung, von Real Madrid auch gepostet und dementsprechend ist es ja gar nicht so verkehrt. So, aber wer hätte es nicht vorher gewusst? Und wir wissen es natürlich und dementsprechend, ja, lassen wir es so stehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann Daumen nach oben, like dieses Video. Macht, dass dieses Video gezeigt wird und folgt mir, wenn es immer noch nicht gemacht hat. Das würde mich freuen. Das wird mir weiterhelfen natürlich. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ja, Grüße gehen raus natürlich an meine Freunde, an meine Follower in die Türkei. Das sind einige. Bis zum nächsten Mal, Freunde.